Vietnam, bekannt für atemberaubende Naturwunder, uralte Kulturen und riesige Metropolen. Der Zebrastreifen ist hier nur Deko. Wir entdecken gigantische Nationalparks. Wer da alleine weiter in die Höhle reingeht, kommt vielleicht nie wieder raus. Und paradiesische Strände. Das sieht aus wie ein Hintergrundbild auf meinem Computer. Wir wollen zu einigen der schönsten Orte Vietnams. Wie kann man durch das Land reisen? Wie viel ist hier los? Und ist Vietnam wirklich so günstig? Unser 2500 Kilometer langer Trip führt von der Halong-Bucht im Norden über Megametropolen, vielseitige Landschaften und alte Kaiserstädte. Wir überqueren spektakuläre Brücken und reisen bis zum Mekong-Delta und den Traumstränden im Süden. Mit meinen Freunden Benny und Simon finden wir heraus, was Vietnam so besonders macht. Mein Name ist übrigens Valentin. Man nennt mich auch Sarazar. Wir starten unseren Trip direkt in der Halong-Bucht, einer der schönsten Orte Vietnams. Ist ein bisschen so, als würde man durch ein Gemälde fahren. Halong bedeutet untertauchender Drache. Die Bucht ist mit ihren fast 2000 Kalksteininseln ein UNESCO-Weltnaturerbe. Die Halong-Bucht ist echt beeindruckend und sieht mit den Felsen wirklich so aus, als wäre hier gerade ein Drache am Untertauchen. Touren in der Gegend gibt es mit Abholung von Hanoi ab 35 €. Wir haben für das schnellere Boot hier jetzt 60 bezahlt. Allerdings kann es in der Halong-Bucht auch relativ voll werden. Deshalb machen wir einen Abstecher in die Lan Ha-Bucht, ganz in der Nähe. Da sind die Inseln sehr ähnlich, aber es ist weniger los. Wir sind gerade auf ein kleines Paddelboot umgestiegen, ist übrigens im Tourpreis inbegriffen und wir schauen uns jetzt hier ein paar Höhlen an. Da vorne sieht man so kleine Fischerhütten, die wohnen da teilweise auf diesen selbstgebauten Inseln. Natürlich hat man auch Zeit, an Deck zu chillen oder mit dem Kajak durch die Bucht zu fahren. Florian, Felix und Alex machen eine ähnliche Reise durch Vietnam. Wirklich ein sehr schönes Land, es ist sehr vielseitig und die Leute sind hier alle sehr willkommen und nett. Wer Lust hat, kann in der Halong- und Lan Ha-Bucht sogar mehrere Tage auf Kreuzfahrten verbringen. Wir wollen ja aber möglichst viel vom Land sehen und fahren gleich mit dem Tourbus 2 bis 3 Stunden in die Hauptstadt von Vietnam. Hanoi ist jetzt nicht die schönste Stadt und das Wetter ist heute auch nicht so berauschend, aber hier gibt es an jeder Ecke was zu sehen. Man kann hier einfach nur rumlaufen und gucken. In Hanoi leben mehr als 8 Millionen Menschen. Laut Statistik kommt auf fast jeden Einwohner ein Roller. In Vietnam gibt es sehr viel leckeres Streetfood. Wir haben uns hier von allem ein bisschen was bestellt. Das gebratene Gemüse kostet auch nur 1 € pro Person. Bei Leitungswasser, Eiswürfeln und ungekochten Produkten würde ich allerdings ein bisschen aufpassen. Da kann man sehr schnell mal von Durchfall bekommen. Die Landeswährung ist der vietnamesische Dong. Die Gebühren an Geldautomaten können sehr unterschiedlich sein. Da am besten mal vergleichen. Man muss hier nämlich oft mit Bargeld bezahlen. Den besten Wechselkurs bekommt man meistens bei Juwelieren. Die haben wegen dem Goldverkauf auch eine Lizenz zum Geldwechseln. Und das System in Vietnam ist marktwirtschaftlich, aber mit einer kommunistischen Einheitspartei. Beliebt ist vor allem die Altstadt mit den vielen Gassen. In der Nähe liegt auch der Dom Xuan. Auf dem Markt gibt es fast alles relativ günstig. Auch Dinge, die sehr umstritten sind. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist eine Fingerzitrone, auch Buddhas Hand genannt, wird oft als Opfergabe in Tempeln verwendet. Vietnam war fast 100 Jahre bis 1954 eine Kolonie von Frankreich. Im French Quarter erinnern einige Gebäude eher an Paris als an Südostasien. Nicht weit weg liegt auch die St. Joseph-Kathedrale, 1886 erbaut. Ebenfalls einen Besuch wert ist der Hoan Kiem See mit einem Tempel auf einer kleinen Insel. Wir sind jetzt an der Train Street. Das ist eine ganz schmale Bahnstrecke. Da fährt der Zug wirklich ganz knapp an uns vorbei. Das könnte richtig spektakulär werden. Alter! Boah, ist der nah! Boah, guck mal, wie nah das ist! Boah, richtig eng! Das ist echt crazy.
Das sind wirklich nur ein paar Zentimeter Abstand. Da kriegt man ja fast eine neue Frisur verpasst. Verrücktes Erlebnis. Allerdings muss man schon ein bisschen aufpassen. Ist nicht ganz ungefährlich. Jetzt sind wir in der Tha Hien Street, besser bekannt als die Bierstraße Hanois. Hier soll es übrigens auch das günstigste Bier der Welt geben, ca. 60 Cent pro Glas, frisch gezapft und eiskalt serviert. Hier kann man richtig gut Party machen, aber in Hanoi gibt es auch noch einige andere Clubs und Bars, wo man richtig feiern gehen kann. Viele Sehenswürdigkeiten in der Altstadt sind zu Fuß erreichbar. Wir haben uns aber jetzt mal ein Taxi genommen. Kostet nur 1,60 € für eine 15-Minuten-Fahrt. Also ungefähr 70 bis 80% günstiger als in Deutschland. Und mit Apps wie Grab oder Bolt ist der Preis auch sicher und der Fahrer weiß direkt, wo es hingeht. Das sieht schon cool aus. Ja, aber auch gut was los hier. Für nicht mal 2,50 € besuchen wir den Literaturtempel. Die ehemals erste Universität Vietnams wurde 1070 gegründet und dem Philosophen Konfuzius gewidmet. Die meisten Vietnamesen bezeichnen sich zwar nicht als religiös, praktizieren aber vor allem den vietnamesischen Volksglauben. Da werden unter anderem Ahnenverehrung, der Glaube an Geister, Taoismus und auch Konfuzianismus vermischt. Und darüber hinaus leben auch noch viele Buddhisten und auch einige Christen im Land. Nach der Halongbucht und der Hauptstadt Hanoi reisen wir Richtung Ninh Binh. Danach nehmen wir den Nachtzug nach Zentralvietnam, wo Nationalparks und einzigartige Städte warten. Auch den Süden mit Ho Chi Minh City, dem Mekong-Delta und der Insel Phu Quoc lassen wir uns nicht entgehen. Nach einer 2-stündigen Taxifahrt für 30 € kommen wir in Ninh Binh an. Eine Gegend, die auch die trockene Halongbucht genannt wird. Gestern haben wir noch an einem kleinen ausgefallenen Hotel geschlafen, für nur 40 € die Nacht, sogar inklusive eigenem Pool und See mit Pavillon. Und jetzt befinden wir uns auf einem Fluss in Chang'an bei Ninh Binh und machen jetzt eine 2-stündige Bootstour für nur 8 € pro Person. Und die Frauen haben es total drauf. An einem buddhistischen Tempel legen wir eine Pause ein. Die Höhlen hier sehen echt spektakulär aus. Diese hier ist 320 Meter lang und man muss ganz schön aufpassen, dass man sich nicht den Kopf anschlägt. Auf dem Fluss bei Chang'an kann es in der Hochsaison sehr touristisch werden. Bei Tam Kok ist es ein bisschen ruhiger. Eine beliebte Sehenswürdigkeit in der Gegend ist die Big Dom Pagode aus dem 15. Jahrhundert. Unten beim Hamur Aussichtspunkt sieht es aus wie in einem asiatischen Garten aus dem Bilderbuch mit Wasserspielen, Teich, Koi-Karpfen und allem drum und dran. Jetzt kommt allerdings der Haken. Um zum Aussichtspunkt zu gelangen, müssen wir über 500 Stufen nach oben wandern und wir zahlen nur noch etwas mehr als 3 € dafür. Die Felsen hier mit diesen ganzen Zacken sehen auf jeden Fall einzigartig aus und der Blick auf dem Weg nach oben ist auch schon absolut Instagram-tauglich. Bin gespannt, wie es ganz oben aussieht. Von hier oben hat man echt den kompletten Überblick. Einfach Wahnsinn, diese Aussicht. Aber wenn es hier voll wird, steht man schnell mal Schulter an Schulter. Am Abend steigen wir in den Nachtzug nach Dom Hoi. In über 8 Stunden fahren wir 400 Kilometer nach Süden. Hier, das ist unser Abteil. Wir haben ein paar Snacks bekommen.
Insgesamt 4 Betten und einen kleinen Tisch hat so eine Kabine. Wir haben uns das 4. Bett auch noch gebucht, um unser ganzes Equipment irgendwo zu verstauen. Mit viel Gepäck ist es hier drin schon ein bisschen eng. Waschbecken und Toiletten sind natürlich auch an Bord. Und so ein Ticket für unsere Strecke kostet übrigens 80 € pro Bett. Wer was früher bucht, kriegt es aber wahrscheinlich auch noch was günstiger. Ab und zu fährt hier auch einer mit einem kleinen Wagen durch die Waggons. Bei dem kann man sich was zu essen kaufen, zum Beispiel auch eine Instant-Suppe. Und hier gibt es sogar einen Warmwasserboiler, also ist für alles gesorgt. Ich wackel mich hier in den Schlaf. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir sind in Dom Hoi angekommen. Die Nacht war leider was kurz, aber ansonsten ganz okay. Der Zug hält in vielen großen Städten und man kann damit von Norden nach Süden durch ganz Vietnam fahren. Dauert mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h allerdings auch recht lange. Und von Dom Hoi wollen wir jetzt in den Phong Nha Kebang Nationalpark. Da kommen wir aber nur auf normalen Straßen hin. Unser Taxifahrer hat uns direkt am Rollerverleih am Nationalpark rausgelassen. Das ist übrigens das Verkehrsmittel Nummer 1 hier in Vietnam, deswegen müssen wir das auch unbedingt mal testen. Und wir zahlen jetzt hier ein bisschen über 4 € pro Tag. Very good scooter and you are like it. Die lieben Leute passen sogar auf unser Gepäck auf. Wir vertrauen denen jetzt einfach mal. Das Rollerfahren ist allerdings nicht ganz ungefährlich und Versicherungen gibt es auch nur selten. Und vorher immer mal Fotos machen, damit euch nachher keiner einen Schaden anhängen kann. Offiziell braucht man einen internationalen Führerschein. Gefragt wurden wir danach allerdings nicht. Jetzt kommen wir gerade zu einer Brücke, die wahrscheinlich ein bisschen beschädigt war und erst kürzlich repariert wurde. Ja, und die Hunde hier, die haben auch Spaß. Die haben den Simon besonders gemocht. Mit den Rollern kommt man flexibel zu den verschiedenen Orten im Park. Es ist auch nicht viel los und man kann hier super fahren. Unsere erste Station ist der Botanic Garden. Da wollen wir eine Wanderung machen, die ca. 2 Stunden dauert. Und für den Park mussten wir keinen Eintritt zahlen, aber hier für den Wanderweg wird man knapp 3 € los. Hier im Park gibt es auch ein paar schöne Wasserfälle. Der hinter mir ist 30 Meter hoch und kann sich wirklich sehen lassen. Und was Wasserfälle angeht, hat Vietnam wirklich viel zu bieten. Und heute ist hier nicht mal was los. Wir sind jetzt hier durch den Dschungel den Berg hochgeklettert für den Viewpoint und man sieht leider nur durch so eine schmale Schneise. Da sind zwar schöne Berge, aber alles ziemlich zugewachsen. Unser nächster Stopp eine der größten Trockenhöhlen Vietnams, die Paradise Cave. Ist einfach gigantisch, diese Höhle, das ist der Hammer. Man geht durch so ein kleines Loch und dann kommt man in so eine riesige Halle. Hört mal, wie krass der Hall hier ist. Obwohl die Höhle hier so riesig ist, wurde die erst 2005 entdeckt. Das lohnt sich auf jeden Fall für die 9 €. Und die größte Höhle der Welt, die liegt hier auch ganz in der Nähe. Für die braucht man aber mehrere Tage. Ey, das sieht so kurios aus, wie Kunstwerke. Für die normalen Besucher endet der Weg hier. Theoretisch geht es hinter mir aber noch über 30 Kilometer weiter, wenn man sich einen Guide bucht. Wer da alleine weiter in die Höhle reingeht, kommt vielleicht nie wieder raus. Nach der Paradise Cave fahren wir fast 4 Stunden mit unserem Fahrer Hong nach Hue. Kostenpunkt ca. 100 €. In der Metropolregion von Hue leben mehr als 1,2 Millionen Menschen. Zur Zeit des vietnamesischen Kaiserreichs war der Ort sogar die Hauptstadt. Der Kaiser musste 1945 abdanken. Heute ist der riesige Palast für Touristen geöffnet. Für 7 € kommt man rein.
Das Wetter in Vietnam ist sehr unterschiedlich. Es ist zwar überall relativ warm, aber je nach Region sind die Regenzeiten ganz anders. Während wir jetzt im November im Norden und im Süden den Anfang der Trockenzeit haben, ist in der Mitte Regenzeit. Und heute scheint sogar mal die Sonne. Allerdings wurde die Mitte von Vietnam vor kurzem von einer Flut und Taifunen heimgesucht. Hier in Hue stand das Wasser mehrere Meter hoch. Ein einzigartiger Lost Place in der Nähe der Stadt ist der verlassene Wasserpark. Der wurde 2004 eröffnet, aber nach wenigen Jahren wegen Besuchermangels geschlossen. Das ist so surreal, dass dieser ganze Wasserpark einfach aufgegeben wurde. Jetzt holt sich die Natur alles zurück. Highlight ist natürlich dieser riesige Drache. Hier kann man Top-Fotos für Instagram und Co. machen. Das Ganze hier hat ein richtig postapokalyptisches Feeling. Verlassene Rutschen, verwitterte Becken. Das hier ist wahrscheinlich das teuerste Planschbecken Vietnams. Nach dem Lost Place fahren wir über 2 Stunden nach Da Nang. Wir nehmen den längeren Weg entlang des bekannten Hai Van Passes. Die Straße hier hochzufahren hat auch mega Bock gemacht. Da verstehe ich, dass der Hai Van Pass eine der schönsten Strecken von Vietnam sein soll. Die Küstenstadt Da Nang hat über 1,1 Millionen Einwohner und gilt als eine der modernsten Metropolen Vietnams. Da Nang ist vor allem für die vielen Brücken bekannt. Das hinter mir ist die Dragon Bridge. Die ist nachts sogar beleuchtet und spuckt am Wochenende sogar Feuer. Und die Stadt, die hat mich richtig positiv überrascht. Da Nang ist dank seinem 8 Kilometer langen Sandstrand eine der Touristenhochburgen Vietnams. Das ist richtig schön hier. Natürlich gibt es ja auch diverse Hotels, Restaurants und abends kann man ja auch echt gut feiern. In der Stadt ist immer was los. Besonders Rooftop-Bars sind sehr beliebt. Da Nang macht einen sehr modernen Eindruck und wirkt auch aufgeräumter als manche andere vietnamesische Städte. Und hier in der Nähe ist irgendwo ein Laden, der soll eine richtig köstliche Pho haben. Das ist so eine vietnamesische Suppe und übrigens auch das Nationalgericht. Eine Pho gibt es in verschiedenen Varianten für ca. 3 € im Restaurant. In Straßenküchen kostet das Nationalgericht weniger als die Hälfte. Gesättigt machen wir uns auf den Weg zu einem Freizeitpark in den Bana Hills bei Da Nang. Da kommt man am einfachsten mit einer spektakulären Seilbahn hin. Die Seilbahn ist fast 6 Kilometer lang und wenn wir nicht gerade durch Wolken fahren, hat man auch einen super Blick. Die Fahrt dauert so 15 bis 20 Minuten. Der Freizeitpark liegt ja oben auf dem Berg und gerade ist hier alles in Wolken gehüllt. Ansonsten findet man hier ein nachgebautes französisches Dorf, viele schön gestaltete Ecken, eine Rodelbahn und eine Halle mit vielen kleinen Attraktionen. Krasse Achterbahnen oder so gibt es hier aber eher nicht. Wir sind aber vor allem wegen der Golden Hands Bridge hier. Das sieht schon sehr cool aus, wie die Hände diese Brücke tragen. Mittlerweile ein echter Instagram-Hotspot. Allerdings jetzt nicht irgendwo abgelegen, sondern halt mitten in einem Freizeitpark. Ist auch relativ viel los hier. Ja, und der Park bietet nicht ganz so viele Attraktionen, ist aber dafür relativ schön. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob einem das 33 € wert ist. Die Seilbahn und ein großes Buffet mit Softdrinks sind im Ticketpreis inklusive. Freibier manchmal auch. Auf geht's nach Hoi An. Die Fahrt dauert ca. 45 Minuten und kostet 12 €. Man kommt hier in Vietnam aber auch wirklich gut mit dem Reisebus von A nach B. Da hätte die Fahrt 4 € pro Person gekostet. Also kommt das jetzt in etwa aufs Gleiche raus. Wir haben uns jetzt fürs Taxi entschieden, da wir so viel Equipment dabei haben und wir sogar noch ein bisschen Zeit sparen. Ich kann schon verstehen, warum viele sagen, dass Hoi An eine der schönsten Altstädte Asiens hat. Das wirkt schon fast wie ein verwunschener Ort hier. Die alten gelben Häuser, der Fluss mit den Booten und hinter mir die bekannte japanische Brücke. Sieht alles richtig cool aus. Und hier die Gegend ist auch die einzige in der Stadt, wo ein bisschen viel los ist.
Wie schön das hier ist und im Vergleich zu den anderen Städten ist Hoi An fast chillig. Diese kleinen Gassen sind wirklich idyllisch und wer Lust hat, kann sich auch mit dem Korbboot durch den Fluss fahren lassen oder sich am Strand sonnen. Der An Bang Beach ist ein ziemlich langer Sandstrand und mit einer Wassertemperatur von 25 Grad einfach perfekt zum Schwimmen. Wenn es dunkel wird und überall die Lampignons angehen, bekommt die Stadt noch mal eine ganz andere Schönheit. Und wir lassen gleich auch hier unsere Laternen auf dem Fluss schwimmen. Das gehört beim Besuch in Hoi An irgendwie dazu. Da der Zug nach Ho Chi Minh City fast 20 Stunden braucht, fahren wir zurück zum Flughafen nach Da Nang. Unterwegs haben wir noch einen Platten, der aber schnell behoben ist. Die Flugzeuge sind wie in Europa und nach 1,5 Stunden kommen wir für 90 € pro Person an. Ho Chi Minh City ist eine Megametropole mit ungefähr 10 Millionen Einwohnern. Hier leben ca. 10% der 102 Millionen Vietnamesen. Nach dem Ende des Vietnamkriegs wurde die Stadt 1976 von Saigon in Ho Chi Minh Stadt umbenannt. Der Zebrastreifen ist hier nur Deko. Man weiß nicht, wie alle lebend über die Straße kommen, aber es funktioniert irgendwie. Mit 461 Metern Höhe ist das Landmark 81 das größte Gebäude Vietnams. Von hier oben hat man wirklich einen schönen Blick über Ho Chi Minh Stadt und der Eintritt kostet 10 €. Das eigentliche Zentrum bzw. Distrikt 1 wird von den meisten Einheimischen immer noch Saigon genannt und ist der beliebteste Bezirk. Neben der alten Kathedrale Notre Dame, dem gigantischen Ben Thanh Markt und schicken Einkaufszentren sind hier auch viele ältere Gebäude aus der Kolonialzeit, wie das schöne Rathaus oder das Hauptpostamt. Natürlich findet man in der Stadt auch einige Tempel. Die meisten Vietnamesen sind sehr freundlich und man fühlt sich auch sicher. Allerdings gibt es schon ein paar Touristenfallen, gerade in Bezug auf Geldscheine, die sich sehr ähnlich sehen. Außerdem sprechen nur in den Touristengebieten ein paar Leute Englisch und es ist auch nicht in jeder Ecke schön. Die Armutsrate hat sich seit 1990 allerdings von über 60% auf unter 5% reduziert. Das hier nennt sich Banh Mi, findet ihr überall in Vietnam, startet schon ab 1 € und kommt immer mit Gemüse, Fleisch und ein bisschen Mayonnaise. Wenn die Sonne untergeht, lohnt sich ein Spaziergang über die große Einkaufsstraße. Saigon bietet auch eine vielfältige Club- und Barszene. Das Herz des Nachtlebens ist die Bui Vien Walking Street, die sich in ein Meer aus Neonlichtern verwandelt. Ist schon richtig krass, was hier los ist. Fast schon eine Reizüberflutung. Wir lassen den Abend jetzt hier noch ein bisschen ausklingen und morgen lernen wir mehr über die Vergangenheit von Vietnam. Spuren vom Vietnamkrieg findet man leider überall im ganzen Land. Hier in Ho Chi Minh City ist auch das Kriegsreste-Museum mit alten Panzern, Fliegern und viel tragischer Geschichte. 2 Stunden entfernt kann man sich auch die Tunnelsysteme anschauen, die im Krieg genutzt wurden. Die Go-Ji-Tunnel erstreckten sich über 200 Kilometer und dienten Guerillas im Vietnamkrieg, die dem kommunistischen Nordvietnam folgten. Von 1955 bis 1975 kämpfte der Norden gegen den Süden, der von US-Soldaten unterstützt wurde. Ho Chi Minh hatte zuvor gegen die französische Kolonialmacht gekämpft und führte lange die Kommunisten an. 1975 siegte der Norden und vereinte Vietnam. Die Tunnel wurden für die Touristen sogar extra vergrößert. Man bekommt hier wirklich ein beengendes Gefühl drin. Kann man sich kaum vorstellen, dass die hier mehrere Wochen drin gelebt haben. Und von hier wurden immer wieder Angriffe gegen die Amerikaner gestartet. Sehr warm und stickig hier drin. Und wir schwitzen uns wirklich einen ab. Boah, ist echt heftig. Die hatten sogar Belüftungssysteme, Wohnräume, Krankenhäuser und Fallen. Und die Tunnel hier beim Ban Yok-Tempel sollen auch noch ziemlich original sein, im Gegensatz zu vielen Touren, wo man durch Nachbauten geführt wird. Der Eintritt hier liegt auch nur bei 1 € und morgen geht's ins Mekong-Delta. Wir wollten uns für die Fahrt ins Mekong-Delta eigentlich einen Mietwagen nehmen, davon wurde uns aber wegen dem Verkehr total abgeraten. Also zahlen wir jetzt knapp 70 € für eine 3-stündige Fahrt nach Can Tho. Im
Mekong-Delta verzweigt sich der mächtige Fluss Mekong in 9 Arme, bevor er ins südchinesische Meer mündet. Millionen Menschen leben hier von Reis, Gemüse und Fischfang. Hier sieht es wirklich komplett anders aus. Keine Hochhäuser mehr, dafür aber jede Menge Boote. Die nette Dame hinter mir fährt uns heute über den Fluss und so Bootstouren fangen schon ab 7 Euro pro Person an, inklusive einem kleinen Mittagessen. Und wir wollen jetzt zum schwimmenden Markt Kai Rang. Da verkaufen Händler Obst und Gemüse von ihren Schiffchen aus. Und wenn mal wieder Müll die Schraube am Motor blockiert, gehen die Leute einfach schwimmen. Schon cool, das alles mal zu sehen. Die Menschen leben hier von und mit dem Fluss und wir haben uns hier gerade ein paar richtig leckere, frische Ananas geholt. Morgens ist hier übrigens am meisten los. Hier durch die kleinen Kanäle zu gleiten und das Leben entlang des Flusses zu beobachten, ist wirklich was Besonderes. Aber leider auch ein bisschen viel Müll hier. Das war's mit unserer 3-stündigen Bootsfahrt. Wir haben das übrigens mit der Frau hier vor Ort abgesprochen. Man muss das also nicht zwangsläufig vorher über das Internet buchen. Man kann sich hier auch Fabriken anschauen, in denen Reisnudeln oder Süßigkeiten hergestellt werden. Für uns geht's jetzt aber 4 Stunden weiter nach Hattin. Von Hattin nehmen wir die Fähre zur beliebten Urlaubsinsel Phu Quoc. Endlich auf der Insel angekommen. Das Boot war völlig in Ordnung. Bei einer 1- bis 2-stündigen Bootsfahrt für 10 Euro, da kann man wirklich nicht meckern. Wer Zeit sparen will, kann natürlich auch nach Phu Quoc fliegen. Wir fahren jetzt erstmal zum Long Beach, circa 20 Minuten entfernt. Das sieht aus wie ein Hintergrundbild auf meinem Computer. Der Long Beach, Sonne und 30 Grad und eine Wassertemperatur von 25 Grad. Dazu jede Menge schöne Restaurants und Hotels. Phu Quoc ist die größte Insel Vietnams und nur etwas kleiner als Berlin. An der Ostküste gibt es auch Strände, die weniger touristisch sind. Allerdings gibt es mit Orten wie Grand World, Sunset Town oder Freizeit- und Safari-Parks auch Ecken, die eher an Disneyland oder Las Vegas erinnern. Auf Phu Quoc beginnen Luxusresorts in der Hauptsaison bei ca. 100 Euro pro Nacht. Mit großen Zimmern, direkter Strandlage und riesigen Pools. Wer in der Nebensaison durch Vietnam reist, kriegt 5-Sterne-Hotels schon ab 60 Euro. Insgesamt sind die Hotels und Ferienwohnungen je nach Reisezeit ca. 50 bis 70% günstiger als in Deutschland. Saubere Zimmer mit Bad gibt es schon ab 10 Euro pro Nacht. Hotels in 3-Sterne-Kategorie bereits ab 20 Euro. Ein weiteres Highlight der Insel ist die längste Überseeseilbahn der Welt. Mit knapp 8 Kilometern Länge fährt man 15 Minuten auf die Nachbarinsel Tom Island. Hin und zurück geht's für 25 Euro. Die Fahrt mit der Seilbahn ist schon ein Erlebnis für sich und die Ausblicke sind echt der Hammer. Tom Island ist quasi ein riesiger Freizeitpark mit Stränden, Hotels und sogar Wasserattraktionen. Man kann hier also locker einen ganzen Tag oder auch länger verbringen. Hier wird aber auch noch fleißig gebaut und es sind nicht alle Bereiche geöffnet. Am spektakulärsten ist aber wirklich die Seilbahn, mit der wir jetzt zurück nach Phu Quoc fahren. Die Themenstädte wie Grand World sind weitläufige Anlagen mit zahlreichen Geschäften, Restaurants und Attraktionen, darunter Gondelfahrten oder ein Teddybär-Museum. Die verschiedenen Kulissenstädte sind meist kostenlos. Phu Quoc ist schön, aber auch sehr kommerzialisiert. Einen schönen Urlaub am Traumstrand kann man hier aber auf jeden Fall verbringen. Ein paar Strände, wo kein Hotel ist, sind allerdings ein bisschen zugemüllt. Überfüllt ist es hier allerdings nicht. Ein paar Orte haben sogar leichte Geisterstadt-Vibes. Vietnam ist wirklich ein vielfältiges Reiseziel mit einzigartigen Landschaften. Wir haben super viel erlebt und auch preislich kriegt man hier wirklich viel fürs Geld. Von A nach B kommt man recht easy, auch wenn man manchmal ein bisschen mehr Zeit einrechnen muss. Das war's von dieser Reise. Wir sehen uns wieder bei der nächsten.
Falls euch unser Film gefallen hat, haut den Daumen nach oben und lasst gerne einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr sogar noch Tipps für Vietnam. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, schaut unbedingt in der Playlist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer.